Moin Moin, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Heute gibt es hier eine Runde Shakes and Fidget. Vor circa 2 Wochen hatte ich euch in einem Video gebeten, eure Charaktere unter dem Video zu schreiben, damit wir so eine Art Reaction auf meine Zuschauercharaktere sozusagen machen. Das haben wir vor einiger Zeit schon mal gemacht, vor 5, 6 Jahren oder so. Das ist schon sehr lange her, kam damals sehr gut an. Heutzutage weiß ich nicht, wie es ankommt, aber ich wünsche euch auf jeden Fall viel Spaß. Vielleicht kann der ein oder andere da ja trotzdem noch ein Tipp oder ein Trick sich noch irgendwie mitnehmen. Vorab möchte ich dazu sagen, dass das Ganze jetzt hier nicht irgendwie ein Character-Rating oder eine Bewertung irgendwie ist, dass ich ja euch jetzt hier bei jedem Account Tipps und Tricks gebe, was ihr besser zu machen habt, weil wie ihr schon bereits beim ersten Charakter seht, sind da auch einige Brecher mit dabei. Deswegen gilt das Ganze hier eher als Reaction auf eure Chars. Und wenn ich aber irgendwo sehe, okay, jemand fragt nach Hilfe oder ich sehe, da kann man vielleicht noch hier und da ein bisschen was verbessern oder so, dann gehe ich drauf ein. Ansonsten schauen wir uns einfach mal an, was ihr so eingesendet habt. Und ich werde auch jeden, der da geschrieben hatte unter dem Video, einblenden. Also beziehungsweise jeder kommt dran. Also jeder, der was geschrieben hatte, kommt auch dran. Ja, das verspreche ich euch. Falls jetzt nicht im ersten Teil, dann vielleicht im zweiten oder vielleicht im dritten. Ich weiß noch nicht, ob das hier irgendwie, irgendwie Dreiteiler wird oder 2. Das müssen wir dann sehen. Aber ich würde mal sagen, wir starten mal direkt rein mit dem ersten Account. Und zwar spielt der auf F8 und heißt Hildegard, ja, von Infinite Luxus. Auch schon seit sehr, sehr langer Zeit hier am Start und immer noch mit dem Pilzabzeichen hier als treue Symbol mir gegenüber. Deswegen vielen, vielen herzlichen Dank, dass du den auch schon so lange hier hast, auf YouTube bereits schon. Und spielt hier auf F8 einen Krieger und hat hier, wie er geschrieben hatte, über 100.000 Mushrooms schon in den Account hier investiert. Ja, und da bleibt mir auch gar nicht so viel zu sagen, beziehungsweise ja, was man hier an Tipps geben kann. Er spielt hier auf F8. Das ist einer der Server, wo die heftigsten Spieler überhaupt so drauf sind. Hier sind auch die Endgegner mit unter drauf und ja, da ist auf jeden Fall eine sehr hohe Konkurrenz hier am Start. Ja, er hat hier auch gutes Equipment. Ist noch nicht ganz alles auf 20 verbessert. Ein paar Sachen fehlen auf jeden Fall noch, aber ich denke mal, da mangelt es momentan so ein bisschen an den Kristallen. Ansonsten, ja, Waffe ist anscheinend ein bisschen neuer, dadurch, dass die eventuell für den World Boss oder sowas auch in der Vergangenheit benutzt worden ist. Da brauchst du immer eine neue Waffe. Ist sie ein bisschen aktueller als das ursprüngliche Equipment, beziehungsweise ja, sind hier nur 1, 2 Items dabei, die hier relativ outdated sind. Der Rest geht eigentlich soweit einigermaßen, zumal ich kenne jetzt nur nicht seine Gegenstandsqualität, wie die jetzt momentan aussieht. Von der Skillung her geht er hier typisch auf 50-50, das kann man sehr gut machen als Krieger und da ist überhaupt nichts dran auszusetzen. Top-Tränke sind am Start. Ja, ansonsten, wie sieht es hier aus? Reittier ist natürlich auch am Stissel, Sammelalbum schon lange gefüllt. Wir können jetzt, und das ist neu, das ist jetzt halt eine neue Funktion, das hatten wir damals nicht, können auch immer noch so ein bisschen hier ins Ruhmesregal reinschauen und können hier halt sehen, was er hier ausgestellt hat, aber ja, viel mehr Einblicke bringt das natürlich auch nicht, ne? Und ja, wie gesagt, möchte dazu nochmal sagen, das ist hier keine rundum Charakterbewertung oder sowas, wenn man das wirklich zu 100% durchziehen möchte und halt eben ja, das wirklich mit richtig ins Detail gehen möchte, dann muss man sich den Char auch auslesen mit SF-Tools, dann kann man da auch noch nähere Einblicke gewinnen, wie zum Beispiel in die Festungsausbauten, wie weit ist er da und so weiter und so fort. Ne? Man kann auf die Pets so schauen und dann kann man noch viel mehr Informationen hier rausholen, aber so, wie gesagt, bleibt mir hier auch viel mehr zu Hildegard hier gar nichts weiter auszusetzen, außer Let's Go, das ist ein sehr starker Charakter, den du hier hast. Und spielst hier mit auf einen der krankesten Server, die es so in Shakes gibt. Deswegen, genau, passt das soweit alles. Ja, hier können wir noch ansonsten den Gladi-Bonus, die Widerstände und so, das passt aber soweit auch alles. Runen sind am Start und deswegen würde ich sagen, ja, let's go. Gehen wir mal weiter zum nächsten Account.
So, wir befinden uns auf F24. Hier spielt Ghost in the Shell, ja, bei Oblivion und ist ein Dämonenjäger mit Stufe 622. Also nähert sich hier so langsam dem Goldcap. Er braucht noch 10 Level auf 632, bevor er hier am kompletten Goldcap angelangt ist und auch wirklich die maximalen Boni dann genießen kann. Ja, er spielt hier Low Eco, hat 55.000 Mushrooms paid. Und ja, wenn man hier auf die Stats guckt, ist er auch mit 50-50 unterwegs. Ich persönlich bin bei Dämonenjäger, glaube ich, eher so ein bisschen mehr der Fan davon, Richtung 60-40 zu gehen oder 55-45, mehr so 50-50 würde ich eher so immer für die Kriegerklassen machen, aber ist jetzt auch grundlegend jetzt nicht unbedingt was Verkehrter dabei, so, ne? Ansonsten kann man ja auch immer nach Belieben auch changen, wenn man das so möchte. Ja, gucken wir mal ganz kurz hier in die Goldgrube rein. Ja, hier sehen wir zum Beispiel auch das gemeinte Gold schon, was er bisher hier gemacht hatte, beziehungsweise seitdem das Titel- und Taten-Update draußen ist, 70 Milliarden hat er hier. Da kann ich aus Erfahrung sagen, ist nicht das Maximum, aber er hat ja natürlich auch noch nicht die maximale Produktionsgeschwindigkeit. Die kommt halt erst mit dem Gold Cap 632. Ne? Ansonsten, ja, wie sieht es hier aus von den Items her? Haben wir hier einen bunten Mix dabei. Wir haben hier im 920er Bereich hier viele Items. Ansonsten die Waffe ist schon sehr alt und das Extra auch. Vor allen Dingen bei der Waffe könnte man dann gucken, vielleicht bis zum nächsten World Boss oder so, dass man sich da was Frisches, Neues holt. Ansonsten, ja, von den Verbesserungen her sind wir hier im Bereich von 17, 16, 15. Ja, das passt eigentlich soweit auch alles. Muss man noch ein bisschen Kristalle farmen. Ansonsten geht das Ganze hier schon in eine sehr gute Richtung. Grüße gehen raus an Oblivion auf jeden Fall. Und ja, wie gesagt, Base Stats on F24. Best DH on W49, sehr nice. Wie gesagt, ich persönlich bin mehr so der Fan von ein bisschen mehr Geschick als Ausdauer, aber ansonsten passt das soweit auch, wenn er damit gut fährt. Ist das ja auch definitiv keine verkehrte Sache. Ne? Solange man nicht mehr Ausdauer als Geschick dann skillt, passt das soweit für mich auch. Und ansonsten, ja, Gladi passt, Runen passen, Widerstände, das passt sonst soweit alles. Und deswegen, genau, würde ich sagen, gucken wir mal gleich auf den nächsten Account. So, wir befinden uns auf Fusion 25. Ich finde es auch wirklich sehr, sehr spannend, mal eure Charakter hier so zu sehen, was ihr alles hier so bespielt, wo ihr spielt, was für Charaktere ihr habt, was für Klassen, wie euer Playstyle und so weiter ist. Das ist echt, ja, auch für mich sehr interessant, muss ich sagen. Deswegen, mir persönlich gefällt das Format auch sehr gut. Und ja, aber wir haben hier, wie ihr schon seht, sehr viele Spieler beziehungsweise Zuschauer, die schon ein bisschen höher sind im Level. Wir haben jetzt nicht hier unbedingt die Starter jetzt bisher dabei, kann sich aber noch ändern. Mal gucken, was noch so kommt. Und ja, wir befinden uns hier, wie gesagt, auf F25 und zwar in dem Account von Zones for Life in der Gilde Shakes and Twitchit. Und ja, das sieht auf jeden Fall erstmal schon mal auf den ersten Blick soweit ganz gut aus. Er spielt hier Pay to Win, hat er dazu geschrieben. Auch er geht hier leicht in die 50-50 Richtung von den Stats her. Ein bisschen mehr auf Int. Ja, aber nur ganz leicht. Das ist auf jeden Fall in Ordnung. Das kann man so machen, das kann man so beibehalten. Die Waffenspanne schmeckt auf jeden Fall. Also hier ist eine ordentliche Spanne am Start. Das heißt, die Dungeons, da könnt ihr gute Chancen haben. Ansonsten das Equipment hat er sich wahrscheinlich irgendwann mal alles so in einem LD geholt, bis jetzt auf zum Beispiel hier das Epic. Das ist jetzt wieder ein bisschen neuer. Vielleicht war das zu outdated gewesen und hat das dann für ein Epic ausgetauscht. Das kann natürlich sein. Ansonsten haben wir hier noch 1, 2 epische Gegenstände drin, die schon ein bisschen älter sind. Ja, und ich gehe mal von aus, das Extra war auch so ähnlich hier mit am Start. Ne? Ansonsten, ja, kann man auch hier nichts weiter viel mehr zu sagen. Die Runen passen soweit auch. Und hat hier auch nochmal ein paar Spieler erwähnt hier. Ansonsten ein Blick ins Ruhmesregal verrät uns, dass er hier auch schon die Dauerschleife hier soweit besiegt hat. Pets und Sammelalbum auch schon gut gepusht hat. Ne? Ansonsten, ja, was haben wir hier noch? Verbesserte, ja, da haben wir alles Max bis
auf den Schadensbonus bei der Waffe. Da haben wir noch 1%, was fehlt. Ne? Das ist natürlich ein bisschen bitter immer, weil für den 1% muss man nochmal einen kompletten Rune-Switch aufopfern. Ja, ob das jetzt direkt sein muss, weiß ich nicht. Also er hatte halt jetzt nichts großartig hier irgendwie zu verlieren. Er befindet sich auch kurz vor dem Goldcap. Das heißt, ich persönlich würde jetzt noch versuchen, bis zu der Stufe ein paar Dungeons zu ballern, so gut es geht, und dann ab 632 das komplette Goldcap dann zu genießen, schön die Statpoints abzugrasen und dann kann man sich eventuell überlegen, ein paar Dungeons aufzusparen und eine Late-Game-DP zu machen. Das hatten wir auch in einem der letzten Videos angesprochen, das Thema. Und das muss man aber schauen. Aber bis zu 632 würde ich jetzt erstmal noch so gut es geht pushen. Vielleicht jetzt beim nächsten LD oder so. Würde ich, glaube ich, nochmal das ein oder andere Item austauschen und damit dann versuchen, nochmal in die Dungeons reinzugehen, um halt eben so schnell wie möglich das Goldcap zu erreichen, und danach kann man dann erstmal chillen. Ansonsten von der Stat-Verteilung passt das soweit her auch. Schöner Char soweit, und ich wünsche dir auch viel Erfolg weiterhin hier auf dem Server. So, als nächstes befinden wir uns auf meinem Main-Server, und zwar auf Fusion 9, wie ihr hier unschwer erkennen könnt oben. Und zwar bei dem roten Banron. Ja, nicht der rote Baron, sondern der rote Banron. Ja, ich hatte mich auch zuerst verlesen gehabt. Spielt hier in der Gilde Meister Sims einen Mage. Ja, mehr Free-to-Play als Pilzer, aber sonst Starter-Paket schon mal mitgenommen. Liebe Grüße, mach weiter so, vielen herzlichen Dank. Also ist hier soweit Free-to-Play. Da muss man natürlich immer so ein bisschen drauf achten, und dementsprechend hatte ich ja auch gesagt, ist wichtig, dass ihr euch, dass ihr euren Playstyle dazu schreibt, weil danach kann man dann auch eben dementsprechend halt nur bewerten. Letztes Equip-Upgrade von 500 auf 1000 Attribute. Okay, dann gucken wir da mal am besten mal direkt rein. Hat hier noch nicht ganz das Sammelalbum gefüllt. Ich denke aber, das liegt eher daran, dass ihnen noch ein paar Dungeon-Gegner fehlen und nicht, dass ihnen noch Item-Einträge fehlen soweit. Und ja, wir sehen hier erstmal, gehen wir mal zuerst auf die Skillung ein. Also er hat hier als Free-to-Play, beziehungsweise mehr Free-to-Play, das ist schon mal gut, einen Greifendrachen am Start und Full Pots. Also das ist definitiv eine gute Sache. Kann man sich heutzutage auch gut mitnehmen, wenn man regelmäßig Drops schaut und sowas, kriegt man da auch die Tränke schon mal gut mit rein. Von der Skillung her finde ich das persönlich eigentlich relativ gut als Mage, dass man ein bisschen mehr auf Int als auf Ausdauer geht. Er hat hier deutlich mehr in Basispunkte in Int gesteckt als in Ausdauer. Ja, so sehr viel mehr Int hat er gar nicht in den Total Stats. Also es wäre sogar vielleicht interessant, so ein bisschen noch Ausdauer eventuell hinterherzuziehen, weil ich glaube, auf seinem Niveau ist das hier deutlich günstiger im Moment. Dann sehe ich hier, dass Stärke und Geschick relativ gleich auf sind mit Glück. Also hat hier recht viel in die Nebenattribute gesteckt, was per se nicht so eine schlechte Idee ist. Allerdings würde ich damit jetzt, glaube ich, mal so langsam aufhören, weil 2K bzw. 2,1K ähnlich viel wie ein Glück geskillt zu haben, das hätte ich, glaube ich, so ein bisschen mehr in Ausdauer gepumpt. Zum Start kann man ruhig ein bisschen Glück bzw. ein bisschen Gold auch in Stärke, Geschick skillen bzw. in die Nebenstats, aber ich würde es auch nicht übertreiben. Deswegen, ja, würde ich das, glaube ich, hier an der Stelle erstmal soweit sein lassen. Ich selbst auf meinem Main habe jetzt hier auch 3,2, 3,3 und ich spiele aber auch schon ein paar Jahre länger und hatte das auch nur so hochgezogen wegen dem World Boss. Ansonsten war ich auch eher so in dem Bereich, wo der Rote jetzt gerade sich befindet. Genau, ansonsten, ja, wie gesagt, passt das soweit von der Skillung. Er ist hier halt eher Free-to-Play, deswegen können wir jetzt nicht das neueste Equipment erwarten. Wir haben hier soweit ansonsten alles schon equipped nach dem Toiletten-Update bis, das fällt mir direkt auf, hier das Item. Das fehlt halt noch komplett. Ist zwar ein Leggy-Item, okay, das hat er wahrscheinlich noch drin, weil es damals sehr gut gewesen ist. Mittlerweile eher outdated, würde sich eher ein normales Epic hier an der Stelle lohnen, das hier einzusetzen. Ich weiß nicht, ob er sich in der Dungeon-Pause gerade befindet. Ansonsten ist es auch egal, was man jetzt gerade hier für ein Equip trägt. Wenn er in der DP ist, braucht er eh keine Dungeons großartig legen. Ich verstehe nicht ganz, warum der orange Stein nicht in der Waffe drin ist.
weil ich glaube, ich hätte den eher in die Waffe reingetan, als irgendwie in so einen Random-Slot, weil in der Waffe zählt der Stein halt eben doppelt. Und von daher hätte ich, glaube ich, den Orangenstein eher hier reingetan. Ansonsten haben wir hier verbesserungstechnisch, haben wir hier 10 Verbesserungen drauf, auf der Waffe 10 und auf den anderen Gegenständen gar nichts. Ja, da würde ich auch eher dazu raten. Hier hat man richtig schön viele, also das ist ein Char, wo man richtig schön noch Tipps geben kann. Ich würde, das bringt tatsächlich mehr, anstatt irgendwie einzelne Items auf 10 zu ziehen und dafür die anderen komplett zu vernachlässigen, würde ich lieber alles gleichmäßig upgraden. Ja, davon hast du dann mehr, als wenn du ein Item 10-mal upgradest. Also da hast du definitiv dann ein bisschen mehr von, beziehungsweise wenn du das halt so verteilst, ist das besser, als wenn du das so konzentriert auf einzelne Items so überträgst. Das würde ich dir noch empfehlen. Ansonsten hoffe ich, dass du ein Farm-Equipment hast, weil du hast hier jetzt halt sowas wie Epic Fundchance, hier Lebensqualität, ja, halt hier, Lebensqualität, Lebensenergie, Gegenstandsqualität und Widerstände und sowas drin. Und ich sehe hier halt eben gerade noch eine Goldrune und die hat 10% auf Gold. Ich hoffe, dass du da noch ein zweites Equip irgendwie drin hast, dass du hier vom Arena Manager die 50% Goldbonus und 10% XP-Bonus jeden Tag mitbekommst und das nicht dein einziges Equip ist. Das kann ich jetzt halt leider nicht wirklich einsehen, aber das ist auf jeden Fall noch sehr, sehr wichtig und entscheidend, dass du die Hauptsache erstmal Gold und XP gemaxt hast. Da musst du dann halt mehrere Items mit Gold haben und wie gesagt, das Cap ist da 50%. Hier sehe ich gerade gar keine XP-Rune und 10% lediglich auf Gold. Deswegen, das ist auf jeden Fall mein Tipp an der Stelle. Wie gesagt, das kann ich nicht einsehen, wie es da soweit aussieht. Ansonsten, ja, würde ich so langsam gucken. Ich weiß nicht, wie es bei dir in der Gilde aussieht, dass man so langsam aber sicher anfängt, orange Steine zu bekommen, je nachdem, wie viele. Ach so, nee, sorry, das war mein Fehler. Orange Steine bekommst du ja durch die Einträge im Legendary Dungeon und die schwarzen Steine bekommst du durch die Gilde, so ist das ja. Sorry, da habe ich mich vertan gerade. Genau, da einfach zusehen. Vielleicht schaffst du es beim nächsten LD, das ein oder andere Legendary Item zu bekommen, um halt eben deine Chance zu erhöhen, orange Edelsteine zu kriegen, weil das ist dann auch wichtig, die dann hier einzusetzen. Aber wie gesagt, wenn du dich in der DP befinden solltest, dann, hier steht jetzt gerade nichts in der Beschreibung darüber, dann ist das sowieso eher irrelevant, bevor du das Ganze auflöst. Ne? Ansonsten, ja, passt das soweit. Schöner Account. Und viel Erfolg weiterhin hier auf F9. So, jetzt kommen wir zu einem sehr, 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 sehr starken Account, wie ich finde. Ein sehr gut gespielter Assassine. Befindet sich hier auf F21, dort wo auch mein Battlemage zu Hause ist. Und heißt Hedges. Ja, kennt vielleicht schon der ein oder andere. Spielt auch in derselben Gilde, wie man unschwer erkennen kann, wie ich es auch tue. Und meiner Meinung nach auch wirklich einer, die ganz weit oben mitspielen bei den Assassinen und hat hier auch einen sehr langen Kommentar geschrieben, auch nicht über die YouTube-Kommentare, sondern privat über Discord bei mir, weil bei ihm wohl die YouTube-Kommentare nicht funktioniert haben, beziehungsweise dort angezeigt worden sind, dass die ausgestellt worden sind. Mache ich aber nicht sowas, also ich lösche niemals YouTube-Kommentare oder deaktiviere die oder sowas, ja, das wurde mir öfter schon mal vorgeworfen, aber dann ging entweder der Kommentar nicht durch oder bei den Leuten, weiß ich nicht, sind aus irgendwelchen unerklärlichen Gründen die Kommentare deaktiviert, aber ich persönlich mach da nichts dran und ja, deswegen hat er mir hier privat geschrieben auf Discord, ist aber kein Problem, nehmen wir trotzdem mit rein. Und da bin ich sehr gespannt. Hätte gerne von dir Tipps bekommen, wie ich der stärkste Char meiner Klasse werde. Versuche nun schon seit über 4 Jahren aufzuholen, habe leider circa ein halbes Jahr nach W23 Serverstart, in Klammern Assassin-Server, angefangen zu spielen. 1 Monat bevor W27 online ging mit dem BM aufs W26, da mir der Server und die Klasse automatisch vorgeschlagen wurde. Da W26 aber leider nicht zu den aktivsten Servern zählte, war ich dann echt froh, als damals die Fusion kam, die mich auch unter anderem
anderen mit den Ursprungs-Assassin-Server zusammenbrachte. Bin schon gespannt, welche Sachen du alle an meinem Char finden wirst, die verbesserungswürdig sind. Im nächsten LD werde ich mich neu einkleiden, by the way, ohne Begleiter. Aber nur, weil ich seit dem Klo-Update so viele Arena-Kämpfe verliere. Infos: Character Hatches, Server, Klasse, erstellt, 12.09.2018, Playstyle, der doppelte Wal. Also hier brauchen wir uns um Geld anscheinend gar keine Sorgen machen. Ja, und das wird, denke ich mal, also hier spielt Geld keine Rolle. Ja, wer hier den doppelten Wal reinpostet, der ist, glaube ich, der Double Whale ist am Start. Bei Hatches müssen wir gucken, er will der Stärkste seiner Klasse werden. Hier müssen wir natürlich ein bisschen anders rangehen und müssen jetzt erstmal nach den Assassinen sortieren. Ja, ich hatte ja auch schon eben gerade erwähnt, dass er hier einer der stärksten Assassinen ist. Ja, Problem ist halt bloß, dass er halt eben auf einem Server gespielt hat, beziehungsweise angefangen hatte, nachdem der Assassin-Server released worden ist. Das heißt, die Leute, die zum Beispiel, so wie Caesar, der stärkste Assassine momentan weltweit sind, die haben halt eben einen kleinen Vorteil. Wenn wir uns jetzt einfach mal das Ganze anschauen, haben wir hier den Ursprungsserver auf Welt 26 int, ne, wie er es auch geschrieben hatte. Und wenn wir jetzt mal in die ersten Ränge schauen, zum Beispiel Caesar, hatte hier auf Welt 23 angefangen. Das heißt, hier ist natürlich auch ein gewisser Abstand irgendwo dazwischen, zwischen den Charakteren. Deswegen kann man das natürlich nicht hundertprozentig miteinander vergleichen, weil Hedges natürlich nicht so viel Zeit hatte wie Caesar. Trotzdem muss man dafür ein Lob aussprechen, dass er von den Statpunkten her, obwohl der Server schon ein bisschen älter ist, auf dem er oder beziehungsweise neuer ist und er gegen ältere Server spielt, schon sehr, sehr gut aufgeholt hat mit den Statpunkten. Also er macht auf jeden Fall was richtig, so viel kann man sagen und deswegen auch go weiter so, dass du scheinst mir da auf der richtigen Fährte zu sein. Das Ding ist halt, wie wird man der Stärkste seiner Klasse? Ja, das ist natürlich so immer das Ding. Wonach geht man da? Geht man da nach Level? Ja, da wäre Hedges jetzt zum Beispiel hier auf Platz 6, aber ich würde eher sagen, dass man nach den Attributen geht und hier ist Hedges mittlerweile schon in den Top 3 der stärksten Assassinen weltweit. Hat natürlich noch ein gutes Stück aufzuholen, bis zu Platz 2 und Platz 1. Aber wie gesagt, du machst auf jeden Fall alles richtig, wenn du schon so weit oben bist. Ja, das Ding ist halt, ja, was will man einem Spieler wie dir sagen? So, 12.09. gestartet und dann sehen wir hier, wann er was erreicht hat. So, ne? Hat das Ruhmesregal gepaid, aber keine Pokale ausgestellt. Das ist ja auch ein nicer Flex. Du hast alle Runen soweit gemaxt, wie ich das sehe. Da kann man schon mal nichts mehr weiter optimieren und rausholen. Von der Skillung her gefällst du mir auch sehr, 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 sehr gut. Ansonsten, wenn man hier in die anderen Stat-Punkte reinschaut, dann sehen wir hier, der Gladi ist auch soweit gemaxt. Ne, hat hier, wie gesagt, überall die Top ja, Runen am Start. Von den Verbesserungen gehe ich mal von auch, ist auch alles auf 20 gezogen. Genau, da kann man jetzt auch nichts mehr weiter rausholen. Von den Leggy-Steinen sehen wir jetzt her, ist auch alles auf relativ gleichem Niveau. 2503 ist hier so das Höchste, was er hat. Da befindet er sich, wenn das Maximum ist, auch relativ nah dran. Heißt, wird sich jetzt noch nicht so krass lohnen, hier überall neues Equipment halt eben, beziehungsweise neue Steine sich da reinzusetzen. Ansonsten, ja, fällt mir halt eben auf, also ich bin gespannt, ich würde sehr gerne ein Vorher-Nachher-Bild bzw. Vergleich von dir haben, weil wenn man sich das Ganze jetzt mal vergleicht, hier sehen wir halt eben, ne, er hat halt, also Leute wie er hier zum Beispiel, hat halt eben Gegenstandsqualität hinter den Items hier. Ne? Hedges hat hier mit seinem Equipment noch keine Gegenstandsqualität angezeigt, das heißt, er hat es ja auch schon, glaube ich, geschrieben gehabt. Das Equipment ist wirklich noch ziemlich alt. So alt, dass es halt eben noch vor dem Klo-Update kam. Und wenn er jetzt hier mit dem nächsten Legendary Dungeon sich neu equippen will, dann wird er safe auf jeden Fall von den Stat-Punkten her auch Platz 1 und 2, da wird er relativ nah dran kommen auf jeden Fall. Das wird ihm einen heftigen Boost geben. Wenn nicht sogar, ja, also ich weiß nicht, es wird, glaube ich, sehr krass werden.
Und wenn ich das hier wirklich so sehe, dass er sich noch gar nicht equipped hat, wir müssen halt auf seine Gegner schauen hier, ja. Zum Beispiel Caesar hat hier auf jeden Fall schon mal sich einmal neues Equipment gegönnt, auch wenn nicht ganz alles, ne. Also wir sehen hier zum Beispiel einen interessanten Mix, weil er hat hier zum Beispiel neue Schuhe, ja. Die hat er mit einer guten Gegenstandsquali. Handschuhe gar nichts, ist noch nach dem oder beziehungsweise vor dem Klo-Update, ja. Der Talisman auch vor dem Klo-Update, Gürtel auch und extra auch. Ja, Waffen sind nach dem Klo-Update. Das heißt, er hat hier so einen echt kranken Mix am Start, sodass jetzt Hedges nicht den kompletten Vorteil nutzen kann von komplett neues Equip gegenüber Caesar, weil Caesar auch noch ein bisschen Potenzial hat, gut Stat-Punkte zu machen. Und wenn wir jetzt mal auf Lortal schauen, mal gucken, wie es bei ihm aussieht hier. Wo haben wir ihn jetzt hier gerade zu stehen? Warte mal. Spielt hier auch bei Gift. Ja, da müssen wir mal kurz schauen. Hier gehen wir mal zu Gift rein. Und da haben wir hier einmal den Assassinen am Start. Hat sich hier bereits schon einmal komplett neu equipped. Das heißt, meine Prediction ist, wenn sich Hedges neu equipped, wird er safe Lortal überholen. Damit wäre er Platz 2. Und ich glaube, er würde auch sogar fast, oder beziehungsweise an Caesar rankommen. Nur Caesar hat halt eben auch noch ein kleines Ass im Ärmel, dadurch, dass er halt eben auch noch vieles zu equippen hat. Lortal zum Beispiel hat quasi sich schon einmal komplett neu equipped. Das heißt von daher, ja, was kann ich dir an Tipps geben, so großartig? Ich würde da vielleicht auf das Video verweisen, was ich vor 1, 2 Wochen oder 3 Wochen, ich weiß gar nicht, gemacht habe, in Bezug auf Goldmaximierung, was man da alles rausholen kann noch. Aber ich denke mal, dass du da auch die meisten Dinge auch schon bereits weißt, ne? Was man halt eben alles so macht, um halt eben das meiste aus seinem Account bzw. aus dem Gold rauszuholen. Das wäre eventuell noch interessant, ansonsten ja, gibt's nicht mehr viel so großartig dazu zu sagen, so, ne? Also wenn du ihn im direkten Fight halt besiegen willst und jetzt nicht nach Total Stats in generellen gehst, ist es immer sowieso besser, ein bisschen mehr vom eigenen Hauptattribut zu haben, als mehr Richtung 50-50 zu gehen. Wenn man so Richtung 50-50 geht, ist das auch ein guter Playstyle gegen andere Klassen, also je nachdem, wo man sich hier gerade in der Rangliste befindet, ne? Die Rangliste ist aber Hedges auch egal, weil er sich gerade droppen lassen hat, ne? Ansonsten ist 50-50 eher der Playstyle gegen andere Klassen und 60-40 eher so der Playstyle gegen die eigene Klasse. Das heißt, von daher sieht es aber auch schon von der Skillung her sehr, sehr gut aus. Das macht Caesar tatsächlich aber ähnlich, ja. Deswegen ist das auch wieder so ein bisschen ausgeglichen hier von der Verteilung der Stat-Punkte her auf jeden Fall, ne? Deswegen, ja, Daumen sind von mir aus gedrückt. Du bist ein super krasser Spieler auf jeden Fall und weißt, denke ich mal, auch, was du machst. Wie gesagt, wenn du nochmal Tipps brauchst, beziehungsweise nicht alles auf dem Schirm hast, guck dir nochmal ganz kurz das Video an, was ich zum Goldeinkommen gemacht habe, was so die Möglichkeiten sind, die man hat, um das meiste Gold aus dem Game rauszuholen. Aber ich gehe mal von aus, das meiste wirst du davon auch schon gewusst haben. Und trotzdem, natürlich wünsche ich dir viel, viel Erfolg weiterhin und ich bin gespannt, wie es aussieht bei dir, wenn du dich neu equipped hast. Die Waffen sind ja hier einmal neu gemacht worden. Ich denke mal auch wegen World Boss. Aber ansonsten der Rest vom Equipment fehlt dir halt eben noch komplett. Deswegen da wirst du einen guten Stat-Vorteil nochmal rausholen an Total Stats, ne? Genau, ich wünsche dir alles Gute, viel Erfolg. 100%ige Tipps konnte ich dir jetzt nicht weitergeben, weil du schon einen krassen Account hast und schon eine krasse Laufbahn hingelegt hast, so mit dem Char hier, ne, obwohl du so spät gestartet hast, trotzdem in die Top 3 mittlerweile der stärksten Assassinen ist heftig und das machst du auf jeden Fall gut so. Jetzt zählt halt einfach nur am Ball bleiben, so wenig wie möglich Goldgruben überlaufen lassen und einfach so weiterspielen jeden Tag, ne, und sich möglichst keinen Patzer erlauben und so schafft man es auch langfristig und nachhaltig dann an die Spitze, ne, und dann halt einfach drauf hoffen, dass der Gegner vielleicht ein wenig, ja, hier und da mal
ein paar Stunden Goldgrube oder sowas überlaufen lässt. Ne? Das ist so das Einzige, oder mal vergisst einen Tag Alu oder sowas. Ne? Da muss man immer jetzt stetig am Ball bleiben. Disziplin und Ausdauer hat einen immer schon hier in dem Game weitergeholfen. Deswegen eine sehr ausführliche Berichterstattung, aber auch ein heftiger Account und deswegen, ja, würde ich sagen, gehen wir jetzt mal auf den nächsten Server. So, als nächstes haben wir hier den guten Grinch Hill. Spielt auch auf F9, ja, einen Kundschafter bei Slicer, beziehungsweise in der Gilde von Slicer. Anfangs Free-to-Play, ohne große Ambition, dann etwas Pay-to-Win und nun VIP-only, 82k Pilze gekauft. Kuss an Erdnusshand. Ja, Grüße gehen raus. Ist hier auf jeden Fall dann, nachdem er ein bisschen gepilzt hatte, beziehungsweise, nee, nachdem er anfangs Free-to-Play gespielt hatte, dann auf Pay-to-Win geswitcht und nun VIP-only. Ist eine sehr gute Herangehensweise. Man tastet sich erst zum Anfang des Games ein bisschen Free-to-Play ran, ob das überhaupt was für einen ist. Ja, dann ein bisschen was mit Pilzen aufgeholt und wenn man ab einer bestimmten Stufe, beziehungsweise ab einer bestimmten Stufe braucht man hier nichts mehr rushen, großartig, ja. Und da reicht auch das VIP-Paket, was ich hier gerade bei dir tatsächlich nicht sehe. Ja, ansonsten, ich weiß nicht, ob hier Leute gerade zufällig sind, die das VIP-Bändchen haben. Aber ansonsten sieht man das ja auch tatsächlich, wer hier VIP ist und wer nicht. Hier zum Beispiel. Ja, hier haben wir ein VIP-Paket am Start. Ne? Deswegen, auf jeden Fall ist das aber ein gutes Mittelmaß. Es ist nicht viel mehr notwendig. Man hat die Basics abgedeckt. Das Wichtigste ist soweit drin. Ja, die Alu und das 50er Mount, wenn das beides am Start ist, passt das soweit. Mehr muss man nicht rushen. Deswegen würde ich jetzt dich auch danach bewerten, beziehungsweise hier anschauen, dass du jetzt hier nicht mehr viel mehr großartig reinpaced, ja. Wenn ich mir das hier aber so ansehe, dann bist du vielleicht doch hier und da vielleicht doch nochmal gewillt, den einen oder anderen Pilz hier zu versenken, weil wer Gladiator auf Silber hat hier, als Zweiter auf dem Server, der hat auf jeden Fall hier schon ein bisschen Pilze gelassen. Umweltprämie gut. Da ist man lucky gewesen, wenn man sich das hier schnell geholt hat. Ansonsten, auch den Gladi in Gold hat er mittlerweile schon. Ich glaube, da bin ich selbst noch nicht so weit. Aber anscheinend hier und da doch nochmal gewillt, einen kleinen Pilz auszugeben. Ansonsten von der Skillverteilung her passt das soweit. Ist ein bisschen geschicklastig, finde ich jetzt aber nicht weiter wild. 500k in Geschick, Ausdauer 300k ist sehr... ja, teilweise recht random in den PvP-Fights, kann ich mir vorstellen, weil er schon, ja, ziemlich viel auf Damage geht, auf jeden Fall. Dafür ist die Spanne einigermaßen PvP-freundlich. Also ist eine kleine Spanne da, aber ich glaube, die geht noch deutlich höher. 2511 hat er hier an Durchschnittsschaden. Wenn wir das mal 1,5 nehmen auf seiner Stufe hier, 3700 kann er rechts raus finden, er ist bei 2,8. Ist noch eine okaye Spanne, also es gleicht vielleicht so ein bisschen seine Randomness aus, die er hat hier durch die große Verteilung in Geschick. Ansonsten, wenn wir uns die Runen anschauen, haben wir hier 59% Feuerschaden, nicht ganz gemaxt. Dann haben wir hier, warte mal, wir können ja auch ansonsten hier einfach schauen. Das ist, denke ich mal, ein bisschen anschauungsfreundlicher. Hat hier soweit eigentlich alles gemaxt, bis auf die Schadensrune. Da fehlt 1%, ist immer sehr, sehr ärgerlich. Ansonsten von den Verbesserungen her, ja, ist hier alles 14, 15 und die Waffe ist auf 20. Ja, verstehe ich den Punkt, kann man auch machen, da die Waffe ja auch ein bisschen mehr an, Statpunkten gibt, kann man auch die Waffe so ein bisschen höher ziehen und den Rest dann gleichermaßen lassen, so. Ne? Deswegen zieht man jetzt nach und nach hoch. Ich glaube, ich hatte das auf meinem Main auch so gemacht und ja, innerhalb von 1, 2 Dungeons sieht mir das Equipment so aus, hast du hier neues Equip geholt. Ansonsten, ja, passt das soweit auch. Du näherst dich langsam der 700. Man muss hier jetzt nichts mehr großartig hier rushen oder so. Hast bisher eh schon lange über dem Goldcap drüber. Von daher passt das soweit alles. Und ja, einen ganz entspannten Playstyle kann man hier bestimmt gut nachvollziehen. Sodass, wenn du auch hier genug Ausdauer an den Tag legst, hier auch noch sehr viel reißen kannst auf dem Server. Ne? Man muss halt eben nur einfach die Geduld haben und jeden Tag am Ball bleiben.
Deswegen schöne Grüße an dich und viel Erfolg hier auch dir weiterhin auf F9. Gut, jetzt kommen wir zum nächsten Account und zwar befindet der sich auf Fusion 22. Kartox 94 bei den Seelenjägern spielt einen Kundschafter und ist Low Eco Pilzer. Also er ist kein Free-to-Play-Spieler, sondern Low Eco. Das heißt, ausgenommen Elevator und LD hat er noch dazu geschrieben. Also da wird ein bisschen mehr reingepilzt, okay. Also da kann man von ausgehen, dass man sich zu den LDs dann wahrscheinlich dann auch neu equipt, beziehungsweise da dann hier und da mal ein paar mehr Runs ballert. Ja, hier sehen wir zum Beispiel, dass die Verteilung von den Verbesserungen auch wieder ein bisschen sehr unregelmäßig sind. Hier haben wir teilweise 12er Upgrades dabei. Die Waffe ist derweil dafür aber schon auf 20. Hier haben wir ein paar Sachen auf 18, 14, 17. Ist komplett gemixt auf jeden Fall. Da hat mir das davor besser gefallen, dass man zumindest Fokus auf die Waffe hat und alles andere ist gleichermaßen geupgradet so. Ne? Da kann man das noch ein bisschen ausgleichen, vielleicht ein paar Sachen noch nachziehen, je nachdem, wann du vorhast, das nächste Mal in den LD reinzugehen. Wenn du jetzt sagst, okay, ich gehe den nächsten LD jetzt direkt rein, dann würde ich mir tatsächlich die Ressourcen noch aufsparen und jetzt gar nichts mehr verbessern, sondern nachher nur noch zerlegen, zurückgewinnen und dann auf das neue Equipment dann gehen und dafür dann die Ressourcen sparen, weil ist ja auch teuer. Ne? Ansonsten als Kundi von der Verteilung der Skills her passt es auch. Ja, wir haben hier ein bisschen Fokus auf Geschick, bisschen weniger Ausdauer, passt soweit, kann man nicht haten, ist komplett solide. Hat hier Mount am Start, 50er Mount und ein Blick in das Ruhmesregal verrät uns hier, ja, da legt er anscheinend nicht sehr viel Wert drauf, ist aber auch vollkommen fein. Ansonsten, ja, passt das soweit auch. Ne? Nebenattribute auch ein bisschen hochgeskillt, aber nicht zu wild. Passt soweit. Und ja, würde jetzt auch von der Skillung her einfach so weitermachen, beziehungsweise ich glaube, ich würde eher Richtung 400k Geschick gehen, dann vielleicht so Ausdauer 350k nachziehen und dann vielleicht so ein 50k Steps so ein bisschen weiter. Ansonsten, jo, sieht das soweit sehr solide aus hier. Und von den Runen her ist soweit hier auch alles gemaxt. Und dafür, dass das ein Low-Ego-Pilzer ist, hat er hier einen sehr soliden Rang. Also muss man mal so sagen, auf F22 mit 645 als Low-Ego-Pilzer ist das wirklich grundsolide, kann man nicht anders sagen. Kommt hier ursprünglich von der deutschen Welt 40, also von daher, ja, auf jeden Fall so weitermachen. Schöne Grüße auch an dich und die Seelenjäger hier auf dem Server. Und ey, also Respekt auf jeden Fall für das, was du hier ausgibst, ist das definitiv eine coole Sache. Ich glaube, ich würde jetzt, wenn man den nächsten LD mitnimmt, würde ich mich dann einmal, also je nachdem, wie alt das Equipment ist, beziehungsweise kannst du beim nächsten oder vielleicht auch noch ein paar mehr LDs warten und dann einfach chillen mit den Verbesserungen und dann, wenn du dich mal irgendwann neu equippen solltest, da dann alles drauf sparen und dann alles so gleichermaßen so hochziehen vielleicht, weil das ist jetzt hier alles so drunter und drüber geskillt hier irgendwie von den Verbesserungen her. Ne? Ansonsten schöne Grüße und wir hoppen direkt auf den nächsten Server. Gut, jetzt sind wir hier auf EU25, ein komplett neuer Server, beziehungsweise der vorletzte, der released worden ist. Und zwar spielt hier der Sleipnir, ja, bei unvorteilhaft einen Kundschafter. So wie es aussieht, hat er gerade sein Farm-Equipment drin. Ja, das gefällt mir schon mal sehr gut, weil das zeigt mir schon mal, er hat hier nicht nur sein PvP, sondern auch PvE-Equipment. Und das ist sehr wichtig. Legt hier auch zuerst den Fokus auf Gold tatsächlich. Ja, also er hat hier, warte mal, wenn wir mal auf die Runen schauen, haben wir jetzt hier einen Goldbonus von 20% und erhöhte Fundchance für Epics 2%. Ich persönlich muss ganz ehrlich sagen, ich würde zuerst, wenn ich mir Farm-Equipment zulege, würde zuerst gucken, dass ich die 10% XP-Bonus voll bekomme, weil am Anfang ist es wichtig, dass du so schnell wie möglich hochpusht. Ja, und da brauchst du halt eben die XP halt auch für. Ne? Er sagt, er pilzt hier momentan 100 Euro rein, Hauptaugenmerk auf Gold, das hat er dazu geschrieben, also das ist so sein Hauptaugenmerk, okay, das muss man dann auch so respektieren. Ich persönlich bin eher der Fan davon, wenn du mehr
bzw. schneller levelst und höher bist im Level, dann bekommst du ja auch mehr Gold dadurch. Also es bringt dir ja nichts, dass du den Hauptfokus, das Hauptmerkmal auf Gold gerichtet hast, auf Stufe 268. Ja, das ist okay, wenn du so ein Goldspieler bist. Ich persönlich würde erstmal in der Stufe deutlich höher pushen, bevor ich dann auf Gold irgendwann gehe, weil umso höher du im Level bist, desto mehr Gold bekommst du ja auch. Und es macht eigentlich keinen Sinn, so früh auf Gold zu gehen. Die Leute, die halt eben auch bis zur Dungeon-Pause spielen, die spielen auch komplett auf XP, spielen in der DP selbst auch noch auf XP und fangen dann erst an, auf Gold zu gehen, wenn sie die DPA gemacht haben, also die Dungeon-Pause aufgelöst haben, Richtung 500 hinten raus irgendwann, weil da fängt es so langsam an, wo die Goldkurve extrem nach oben steigt. Bis dahin würde ich erstmal hauptsächlich auf XP gehen, einfach mit dem Hintergedanken, später bzw. früher höheres Level zu haben, um dann mehr Gold zu verdienen mit höherem Level. Ja, deswegen kann natürlich auch sein, wenn du das Hauptaugenmerk jetzt schon auf Gold machst und dir dessen bewusst bist, was du hier gerade machst, und der Stärkste auf deiner Stufe werden willst, das gibt es ja auch manchmal, dann kannst du natürlich auch so weitermachen. Ne? Nur wie gesagt, mein Tipp, ich würde, glaube ich, eher auf XP gehen und eher dann auch die XP Runen bevorzugen, ja, 10% zum Anfang und dann kann man so leicht dann umswitchen. Also wenn man es nicht schafft, komplett 10% hier zu kriegen, dann erstmal hier alles die 1% da rein. Ja, da hast du hier eine 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8% am Anfang an XP-Bonus. So, irgendwann hast du aber die 2% pro Rune an XP. Dann hast du hier 2, 4, 6, 8, 10. Und dann kannst du die 3 Items hier zum Beispiel nutzen, schon mal für Gold. Ja, dann hast du hier 10% gemaxt XP-Bonus und dann kannst du hier schon mal mit Gold-Bonus-Runen dann weiterarbeiten. Und so kann man das dann immer peu à peu ersetzen. Wenn man zum Beispiel nachher 3% XP hat, hat man hier 3, 6, 9 und dann mit der bist du schon auf dann 10%, bist du ein bisschen über ein Cap und dann kannst du schon mal die komplette rechte Seite mit Goldruhen zum Beispiel, ne? Und so machst du es immer weiter dann, ne? Also ja, das wäre auf jeden Fall erstmal so mein Tipp, den ich hier dir mitgeben würde. Ansonsten, genau, wie gesagt, ja, wenn du Goldspieler bist und der Stärkste von deinem Level werden willst, dann ist das natürlich auch vollkommen fein. Ich gucke nochmal gerade, ob das Equip aktualisiert worden ist, aber er hat es immer noch so drin. Ja, ansonsten kann ich jetzt dazu viel mehr weiter nicht sagen. Ist halt Farm-Equipment, da, ja, kann man jetzt nicht viel mehr drauf eingehen. Deswegen, ja, schöne Grüße an dich auf jeden Fall. Und ja, vielleicht hat sich das ja dazu zum Nachdenken angeregt, später dann mit höherem Level mehr Gold zu verdienen, als länger auf diesem niedrigen Level zu sein und nicht so viel Gold zu verdienen. Ja, das ist so der Gedanke auf jeden Fall dahinter. Schöne Grüße und viel Erfolg weiterhin hier auf EU 25. Okay, wir kommen hier zu Ocean. Ocean spielt hier auf F24, wo auch mein Orkkrieger zu Hause ist. Hat gerade die Stufe 500 erreicht. Herzlichen Glückwunsch auf jeden Fall dafür. Ist Eco-Spieler und benutzt kein Glücksrad. Aktuell als Offizier eher mit der Gilde beschäftigt, das heißt, bin eher chillig. Keine Dungeons möglich im Moment. Okay, das heißt, ist aber auch nicht unbedingt verkehrt. Er kann sich da noch ein bisschen aufsparen. Ich persönlich würde dann aber irgendwann die Dungeons nehmen, wenn du Richtung 632 so langsam kommst. Auch hier einfach, um dann so schnell wie möglich an das Goldcap zu geraten. Ist aber auch nicht verkehrt, wenn man jetzt noch keine Dungeons macht. Weil umso höher du in der Stufe bist, desto weniger XP bekommst du. Das heißt, ich würde dann eher nochmal nach der DPA nochmal so eine kleine Mini-DP starten und die dann auflösen, bis man genau auf 632 kommt. Weil von Stufe 500 bis 632 flacht die XP-Kurve natürlich noch mehr ab. So, ne? Und da ist natürlich dann smart, wenn man denn sich auch Dungeons aufbewahrt. Also ist gar nicht so verkehrt, dass du das hier machst tatsächlich. Erstmal. Ne? Ansonsten, ja, ist er halt eben Ego-Spieler, benutzt kein Glücksrad, danach muss man dementsprechend auch bewerten. Ja, hoffe ich, du hast hier soweit ein zweites Farm-Equipment drin als Ego-Spieler. Und genau, weil das ist momentan nicht ausgerüstet. Aber ich denke mal, das wirst du haben, weil das Equipment hier ist komplett auf PvP. Deswegen gehe ich mal von aus, dass du hier auch auf jeden Fall ein PvE-Equipment haben wirst. Von der Skillverteilung her
Als Berserker ist das grundsolide, da kann man nicht meckern. Mehr Fokus auf Stärke als auf Ausdauer würde ich als Berserker immer machen auf jeden Fall. Und ansonsten ja, sind die Verbesserungen soweit alle gleich. 16, 17, das passt soweit, je nachdem wie die Ressourcen das halt eben zulassen. Ne? Und genau, hat halt hier einen Mix zwischen ein paar Epics drin und halt ein paar Legis. Muss man als Eco-Spieler so mitnehmen, wie man es kriegt. Ne? Da kann man nicht jetzt irgendwie verlangen, dass man hier jetzt top aktuell equipped ist mit den neuesten Legendary Items. Wenn es im LD nicht klappt, dann klappt es halt nicht. Und dann kann man halt auch eben nicht sich full equippen. Deswegen hier so ein bisschen die Kombination aus Epic und Legendary Items, was vollkommen fein ist. Waffe ist allerdings legendär, hat eine schöne Spanne, muss man dazu sagen. Ist auch, glaube ich, mit deine neueste. Ne, 45. Ja, es ist hier alles so aus demselben Dungeon hier, ne? Also was so die Legis anbelangt, ne? Und ja, das passt soweit auf jeden Fall. Und ja, ganz gechillt auf jeden Fall weitermachen so, ne? Man muss nichts da großartig rushen als Ego- bzw. auch Low-Ego-Spieler. Kein Glücksrad ist natürlich auch immer noch mal so eine Ansage, ne? Da bleibt einem natürlich auch immer noch so ein bisschen was aus. Deswegen, genau, kann man da jetzt nicht zu hart urteilen. Ansonsten passt das soweit von den Verteilung von den Skills her. Sieht ganz gut aus. Unterwelt ist auch schon soweit. Der Gladi durch und ja, genau. Da wünsche ich dir auf jeden Fall alles Gute hier weiterhin auf F24. Schöne Grüße an dich. Und wir kommen jetzt erstmal zum letzten Account. So, der letzte Account für diese Folge von den Reactions auf eure Chars befindet sich hier auf EU26, auf dem allerneuesten Server. Und zwar ist das der gute Primestein. Ja? Schöne Grüße an dich. Spielt hier einen Kundschafter bei der Aurischen Allianz und ist auch gerade fleißig dabei zu questen. So wie es aussieht, hat jetzt hier nicht sein PvP-Equipment angezogen. Oh, okay. Wir haben hier sogar live einen Switch gerade drin in der Aufnahme zwischen seinem PvP und PvE-Equipment. Hätte ich mir das mal vorher angeschaut. Auf jeden Fall ist aber gut zu sehen, dass er hier beides am Start hat. Und Glück, dass wir jetzt hier auch den Einblick haben in sein PvP-Equip. Ja, irgendwas zwischen Eco Plus und Pay to Win. Aktuell 18k Mushrooms paid. Arena Manager wird platiniert und ist in 2,5 Monaten dann auch fertig. Ja, also er will es ja auf jeden Fall auch wissen auf den Server. Hat hier soweit eine 50-50-Skillung, finde ich am Anfang sehr valid, weil du halt eben, ja, vom Gold her noch nicht so krass viel verdienst und dadurch, dass die Kosten ja relativ gleichmäßig ansteigen, auch bringt dir das zum Anfang auch viel, hier einfach auf 50-50 erstmal zu gehen. Viel regeln auch die Steine dann, ne? Nicht mal so die Basispunkte am Anfang, sondern eher die Steine aus der Gilde und so. Das ist dann das meiste, was hier dann zum Tragen kommt. Und ja, hat hier auch leicht die Nebenstats gepusht, ist auch okay. Trotzdem ein bisschen mehr Glück als Nebenstats, passt auch soweit von der Skillung. Und da kann man erstmal von den Basispunkten her nicht meckern. Hat hier gerade eine normale Waffe drin, 277, weil die stärker ist als die Epics, die er momentan gerade anhat aus dem letzten Epic-Event. Ist auch soweit voll in Ordnung, mit Geschick drauf und einer vernünftigen Spanne. 695 hat er hier. 695 mal 1,5, was kann er da momentan? 1042. Kann er finden. Nicht die beste Spanne. Also eventuell, wenn er da noch ein paar Pilze mehr investieren würde, könnte er sogar noch spannentechnisch was rausholen, was vielleicht noch den ein oder anderen Dungeon mehr bringen würde. Allerdings kann es auch sein, dass er hier mit 277 Gegenstandsqualität auch die maximale Gegenstandsquali auf seiner Stufe gerade gehittet hat und den meisten Durchschnittsschaden dadurch mitnimmt. Deswegen passt das auf jeden Fall dann erstmal soweit auch. Ja, hat hier auch gleichermaßen die Verbesserung, alle hier einigermaßen gut verteilt. Das ist auch vollkommen in Ordnung und solide. Ansonsten, ja, das Ruhmesregal mal fürs Meme mal kurz reinschauen hier. Genau, hat hier zum Anfang auch die Lebensenergie-Runen gestackt, was im PvP-Equipment am Anfang auch mit am wichtigsten ist. Was auf dem Farm-Equipment
die XP ist zum Anfang, bevor man auf Gold switcht, ist auf dem PvP-Equipment halt die Lebensenergie, bevor man auf Widerstände switcht. Deswegen das auf jeden Fall wichtiger. Hat hier auch die 15% Max drinne. Und genau, hat hier jetzt 2, 4, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 5, genau 15. Also er ist auch nicht über dem Cap oder so. Das heißt, er kann jetzt auch nicht irgendwie noch ein paar Widerstände oder sowas reinbringen, sondern ja, hat hier halt eben genau das Maximum gerade erreicht, was die Runen angeht. Sobald er natürlich hier auf die 3% Lebensenergie kommt, kann er dann sich schon vielleicht den einen oder anderen Slot sparen und das mit ein paar Widerständen abdecken, ne, wenn er da auf Tryhard geht. Aber wenn er Eco Plus und Pay to Win ist, dann muss er vielleicht auch gucken, dass er da nicht zu sehr investet in sowas, weil gerade auch am Anfang ist ja sowas auch wieder relativ schnell outdated, ja. Klar, die gerade auf 88%, ne, da geht natürlich auch noch ein bisschen was in der Unterwelt, aber da müssen natürlich auch mal die Seelen mitspielen. 9% Portalbonus hat er jetzt hier gerade durch die Gilde, beziehungsweise sein eigenes, und Gilde hat hier 8% Portalbonus, ne? Das passt soweit auch, spielt hier in der Aurischen Allianz, und ich denke mal, wenn er hier auf EO26 durchzieht und mit dem Niveau halt so weitermacht wie bisher, hat er hier gute Chancen auch weiter aufzusteigen. So wie das bisher aussieht, hat er hier, ja, ich denke mal, mit Aurikos auch einen guten Coach an der Seite, ja, und deswegen wünsche ich da dir beziehungsweise euch und auch der Gilde hier von der Aurischen Allianz alles Gute hier auf EO26, und ja, das sieht soweit auf jeden Fall sehr, sehr solide aus, ne? Bis dahin soll es jetzt erstmal soweit von der ersten Folge von Ich reacte auf eure Accounts gewesen sein. Ich werde noch einen zweiten oder vielleicht dritten Teil machen, je nachdem, wie lange sich das dann streckt. Kann passieren, dass wir uns ein bisschen verquatschen, so wie heute. Dann geht das Ganze auch natürlich ein bisschen länger, aber ansonsten war es das soweit. Ich wünsche euch alles Gute, haut rein und bis zum nächsten Mal.